Arbeiten ist auch eine spezielle Schutzkleidung nötig. Neben Lederschürze und Handschuhen ist besonders wichtig, dass Gesicht und Augen mit einem solchen Schild vor Funkenflug geschützt werden. Und vor allem beim Elektroschweißen vor Blendgefahren. Alles, was das Heimwerkerherz begehrt, kann man im Bastelladen kaufen, ohne jeden Befähigungsnachweis. Selbst Profigeräte werden an Laien verkauft. Und auch manche kleine Reparatur im Haushalt birgt mehr Gefahr, als viele denken. Micha, Bügeleisen ist kaputt. Finger weg von solchen Arbeiten, wenn man's nicht gelernt hat. Mit Strom ist nämlich nicht zu spaßen. Werden zum Beispiel Anschlüsse vertauscht, kann man froh sein, wenn nur die Sicherung herausfliegt. Und die Hausfrau wundert sich, dass das Bügeleisen trotz Reparatur immer noch kalt bleibt. Vorsicht auch bei Basteleien am Radio oder Fernseher. Besonders die Hochspannungsteile sind gefährlich. Bei Spannungen hier bis zu 1000 Volt unter Umständen sogar lebensgefährlich. Darüber hinaus gefährdet falsche Reparatur nicht nur den eigenen Empfang, sondern auch den beim Nachbarn. Hey, was ist denn das jetzt? Ist der Fernseher kaputt? Noch wirksamer kann man den Nachbarn ärgern mit stümperhaften Reparaturen an Geräten mit Elektromotor. Wird beim Haartrockner zum Beispiel versehentlich der Entstörkondensator lahmgelegt, kann sowas den Nachbarn schier zur Verzweiflung treiben. Was ist das denn? Ist der Fernseher schon wieder kaputt? Für manchen passionierten Bastler scheint es keinerlei Grenzen zu geben. Diesen Truck so detailgetreu nachzubauen, hat unendlich viel Geduld und Mühe gekostet. Erfolg? Ein wahres Meisterwerk. Bis zur kleinsten Lampe alles wie beim Original. Sogar ferngelenkt fahren kann das Prachtstück. Nur beim Steuern hapert's. Woran liegt's wohl, dass der Truck immer wieder in eine andere Richtung fährt, als unser Bastler will? Beim Bau der Fernbedienung hat er offensichtlich seine Fähigkeiten überschätzt. Ihm sind die Frequenzen ein wenig durcheinander geraten und so kann er plötzlich ungeahnte Dinge in Bewegung setzen. Verdammter Mist nochmal! Auch am richtigen Auto gibt es Dinge, die man besser dem Fachmann überlässt. Bremsen sind zu wichtig, genauso wie das Lenkgestänge, als dass ein Bastler sich daran versuchen darf. Die Folgen einer fehlerhaften Reparatur sind unter Umständen verheerend, nicht nur für den Bastler selbst. Auch für Arbeiten an Vergaser und Zündung braucht man heute bei den strengeren Abgasbestimmungen präzise Spezialkenntnisse und Spezialinstrumente. Und die findet man meist nur in Fachwerkstätten. Die ASO-Plakette allein schützt jedenfalls nicht davor, die Luft zu verpesten. Werkzeug im Haus erspart den Klempner. Wohl unter diesem Motto machte sich unser Bastelfreund daran, die Türdichtung an seiner alten Waschmaschine auszutauschen. Eine Reparatur vom Fachmann durchgeführt war ihm zu teuer, zumal er ja für viel Geld bereits eine Wasserschadenversicherung abgeschlossen hatte. Doch das Ergebnis seines handwerklichen Selbstversuchs ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Und auch seine vorsorgliche Wasserschadenversicherung erwies sich, für diesen Fall jedenfalls, als Fehlinvestition. Herr Helmers, da das nicht von einem Fachbetrieb gemacht worden ist, kann unsere Versicherung für den Wasserschaden nicht haften. Mehr als nur nasse Füße kann man bei solchen Arbeiten bekommen. Pfusch an Gasgeräten und Gasleitungen führt nämlich schnell zur Katastrophe. Auf Nummer sicher geht, wer das zuständige Gasversorgungsunternehmen vorher über alle Umbaupläne informiert. Dort wird man beraten und erfährt auch Adressen von Fachbetrieben in der Nähe. Ich möchte gerne meine Etagewohnung mit Gas beheizen. Was können Sie mir raten? Soll das mit Warmwasser sein? Ja, mit Warmwasser bitte. Auch alle Veränderungen an Gasanlagen dürfen nur von Fachbetrieben durchgeführt werden. Jetzt ein Beispiel, wo man die Möglichkeit hat, nach Herzenslust selber mit anzupacken, beim Ausbau des Dachbodens. Selbst als Laie kann man hier viele Arbeiten selber erledigen, wie zum Beispiel solche Vorbereitungen für den Fenstereinbau. Anderes bleibt auch hier dem Fachmann vorbehalten.
Das Vermessen für den eigentlichen Fenstereinbau verlangt spezielle Kenntnisse der Dachstatik mit ihren vielfältigen Problemen. Gerade beim nachträglichen Einbau werden zum Beispiel oft Dachsparren durchtrennt und die statischen Kräfte müssen dann mit solch einem Querbalken aufgefangen werden. Wo Hilfe gebraucht wird, kann der Laie auch hier kostensparend mit anfassen. Die Verantwortung bleibt beim Fachmann. Und man hat die Sicherheit, dass alles richtig und sachgerecht eingebaut wird. Auf diese Weise bleiben auch alle Garantieansprüche gewahrt, auf die man später möglicherweise angewiesen ist. Seriöse Firmen stellen ihren Kunden ausführliche und präzise Einbauanleitungen zur Verfügung, mit deren Hilfe man den gesamten Innenausbau dann selber erledigen kann. Ein wenig handwerkliches Geschick ist zwar auch hier nötig, aber das kann man ja wohl bei Bastelfreunden ohnehin voraussetzen. Sind endlich alle Arbeiten erledigt, kann der Bauherr stolz auf ein Ergebnis blicken, das er zumindest mitgeschaffen hat. Unter Anleitung eines Fachmannes können Sie auch bei anderen Bauarbeiten helfen. Zum Beispiel Wände aufstemmen, wenn Gas, Wasser, Strom oder Telefonleitungen unter Putz gelegt werden sollen. Doch beim Schweißen von Rohren oder beim Verbinden von Leitungen hört das Verständnis des Handwerkers für ihre Mitarbeit meist auf. Denn wenn Sie einen Fehler machen, trägt der Handwerker das Risiko. Selbst wenn er nur als Nachbar hilft oder gar schwarz arbeitet, er muss für Schäden gerade stehen. Noch was zur Fernsehbastelei. Glauben Sie ja nicht, dass Sie gefahrlos löten können, wenn Sie nur den Netzstecker ziehen. Dann herrscht immer noch Hochspannung, durch die Sie einen kräftigen elektrischen Schlag bekommen können. Die Entladung über das Voltmeter zeigt's. Nur wenige Do-it-yourself-Bücher sagen ihren Lesern, was der Heimwerker wirklich darf und was nicht. Zumindest für den Bereich häusliche Reparaturen können wir Ihnen aber diese preiswerte Broschüre empfehlen. Hilf dir selbst, mach es selbst, Heft 4. Bestellen können Sie das Heft bei der Arbeitsgemeinschaft Wohnberatung, kurz AGW, Postfach 1140 in 5787 Ohlsberg 1. Eine Rechnung über 6,90 Mark wird Ihnen mitgeschickt. Allerdings wird es noch bis Ende Januar dauern, da die Neubearbeitung gerade erst gedruckt wird. Klarsichtfolien sollen schützen, ohne zu verstecken. Doch wie gut sie diese Aufgabe erfüllen, hängt nicht nur davon ab, wie durchsichtig sie sind. Entscheidend ist auch, woraus sie bestehen und was geschützt werden soll. Was würden Sie wohl sagen, wenn Ihr sorgsam verhüllter Führerschein, wenn Sie ihn denn mal vorzeigen müssen, plötzlich das Gesicht verloren hat? Abwegig ist sowas leider nicht. So wie die Plastikfolie in der Küche Einzug gehalten hat, damit man immer schön sehen kann, was man vorher eingepackt hatte, so ist die Kunststoff-Klarsichtfolie auch aus den Familienakten oder beispielsweise vom Spielplatz des Briefmarkensammlers nicht mehr wegzudenken. Für die Lebensmittelfolien gibt es strenge Normen, die gesundheitliche Risiken ausschließen sollen. Und wenn eine Kunststoffhülle mal vergilbt, dann ist das nicht weiter tragisch. Wenn jedoch wertvolle Sammelmarken an der Folie kleben bleiben oder sich gar innig mit ihr verbinden, ist das unter Umständen ein herber Verlust. Oder wenn die Geburtsurkunde immer blasser wird, weil die Schrift im Lauf der Zeit in die Folie gewandert ist, durch chemische Reaktionen zwischen Druckfarben und Weichmachern in der Folie, so wird das Dokument seinen dokumentarischen Wert wohl bald ganz verloren haben. Mit ungeeigneten Klarsichthüllen erlebt man garantiert immer neue Überraschungen. Doch unter den verschiedenen Klarsichthüllen aus Polyvinylchlorid mit und ohne Weichmacher, aus Polystyrol, Polyethylen, TRF-Phthalat, Polypropylen, Cellulose, Acetat oder Polyethylen hoher Dichte, die jeweils geeignete herauszufinden, ist schwer. Denn hier gibt es weder Normen noch einheitlich verwendete Bezeichnungen. Zwar kann man heute davon ausgehen, dass Markenfirmen in ihren Briefmarken oder Fotoalben jeweils geeignete Folien verwenden. Bei den zahllosen anonymen Produkten auf diesem Sektor kann man dagegen keineswegs sicher sein.
Und leider bekommt man selbst beim Fachhändler nur selten eine solche konkrete Beratung. Dann kann ich Ihnen eigentlich nur die dokumentenechte empfehlen. Die anderen Doch für eine Hüllen sind nicht dokumentenechte Hülle wird dann oft statt der für normale Prospekthüllen üblichen 20 Pfennig gleich eine ganze Mark verlangt. Wieso, bleibt allerdings fraglich, wenn in einer SB-Marktkette diese 20 dokumentenechten Hüllen für nur 1,98 Mark angeboten werden konnten. Das war zwar ein Sonderangebot und schnell vergriffen, aber dass dokumentenechte Hüllen normalerweise 10-mal so viel kosten, ist kaum zu begreifen. Da es keine genormten, eindeutigen Bezeichnungen und klar erkennbaren Anwendungsempfehlungen für uns Verbraucher gibt, fallen auch dem zuständigen Industrieverband nur kuriose Ratschläge ein. Schriftlich teilte er uns mit: Dem Verbraucher ist jedenfalls zu empfehlen, Folienartikel nur bestimmungsgemäß zu verwenden und sich bei der Auswahl an den Anwendungsempfehlungen der Hersteller zu orientieren. Ein toller Rat. Im Zweifelsfall sollten Sie also wertvolle Dokumente und Sammlungen besser nicht unter Folien aufbewahren. Wer zu viel wiegt oder raucht oder Alkohol trinkt, neigt mehr als andere dazu, im Schlaf seine Umgebung durch Schnarchen zu belästigen. Das kann auch ein Hinweis auf gefährliche Erkrankungen sein. Doch viele, vor allem Alleinstehende, wissen gar nicht, ob sie schnarchen oder nicht. In solchen Fällen kann man seinen Schlaf mit Hilfe eines Diktaphons überwachen, das sich nur auf Geräusche hin anschaltet und die Aufnahme in Ruhepausen automatisch unterbricht. So reicht eine Kassette vielleicht für eine ganze Nacht. Was aber ist von technischen Hilfsmitteln zu halten, die gern in Kleinanzeigen angepriesen werden und die das Schnarchen verhindern sollen? Schnarchen, ein wachsendes Problem. Wenn man der Statistik glaubt, müsste bald die Hälfte aller Schlafzimmerwände wackeln. Schnarcher erschüttern die Grundfesten deutscher Ehen und rütteln selbst Nachbarn wach. Doch Schnarchen ist nicht nur ein Problem für die anderen, die gestört werden und die sich dann oft nur mit unsanften Rippenstößen oder noch lauteren Geräuschen zur Wehr setzen können, sondern häufig auch für den Schnarcher selbst. Jetzt reicht's mir aber. Wenn Muskeln und Gewebe im Rachen schlaffer werden, wird die normale Luftzirkulation behindert. Das Gaumensegel flattert geräuschvoll. Mitunter wird dabei auch die Luftzirkulation ganz unterbrochen. Es entstehen bedenklich lange Atempausen, die sogenannte Schlafapnoe. Und das macht den Schnarcher krank. Sauerstoffmangel in Blut und Hirn führt zu Tagesmüdigkeit, Blut- und Lungenhochdruck und die Infarktgefahr wächst. In zahlreichen Patentschriften über Anti-Schnarchgeräte und Hilfen dokumentiert sich zwar geballter Erfindergeist, aber die meisten dieser Wundergeräte wollen das Schnarchen bekämpfen, ohne die Ursachen zu beseitigen. Ein Erfinder schickte uns dieses gewölbte Kissenmodell mit selbstgemalter Anleitung. Es soll den Schläfer in eine Lage zwingen, die ihm das Schnarchen unmöglich macht. Doch das funktioniert nur so lange, bis er, trotz Kissen, endlich eingeschlafen ist. Und dieses Kissen piept, wenn es Schnarchgeräusche hört und weckt damit unter Umständen nicht nur den Schnarcher. Dieses Gerät dagegen reagiert auf Geräusche, welcher Art auch immer, mit empfindlichen Stromstößen. Ein eingebautes Mikrofon nimmt die Geräusche auf. Eine Leuchtdiode zeigt an, ob's funktioniert, und über eine Bein- oder Armmanschette werden die Stromstöße auf die Haut übertragen. So soll man sich selbst zum Nichtschnarcher erziehen, wenn man vor lauter Stromstößen überhaupt noch zum Schlafen kommt. Diese Mundbinde soll zum Atmen durch die Nase zwingen. Bei wem die Nase verstopft ist, chronisch oder akut, der wird zwar, so fürchten wir, ersticken, aber wenigstens schnarcht er dann nicht mehr. Preis für diese humane Selbstmordhilfe rund 35 Mark. Doch vielleicht hat ja die Bild-Zeitung tatsächlich in China die Lösung gefunden. Vor dem Schlafen 2 Tropfen in die Nase und mit dem Schnarchen soll's vorbei sein. Noch ist das Mittel leider geheim, sagt Bild, sowohl seine Zusammensetzung als auch wo man's bekommt.
Vielleicht ist das ja sowas wie das keineswegs geheime Sonarex aus der Apotheke, das vorwiegend aus Salzwasser und Glycerin besteht. Damit kann man Nasen- und Rachenraum befeuchten, um das Schnarchen wenigstens zu mildern. Doch dauerhaften Erfolg bringen meist nur ärztliche Maßnahmen. Eine Untersuchung im Schlaflabor gibt Aufschluss über individuelle Ursachen und Folgen des Schnarchens. Und der Facharzt kann entscheiden, ob eine solche individuell angefertigte Bissklemme ausreicht, die verhindert, dass sich der Luftkanal gefährlich schließt. Ganz ausgezeichnet, sehr schön. Oder ob besser eine kleine Operation dem Übel ein Ende machen kann. Verschiedene relativ harmlose Operationsmethoden stehen zur Wahl. Zumindest gibt es auch tatsächlich wirksame Möglichkeiten, die Schlafzimmerwände wieder zur Ruhe zu bringen. Dass die gezeigten Wundergeräte keine sinnvollen Lärmschutzmaßnahmen sind, ist wohl klar geworden. Anders Bissklemmen wie diese sogenannten S-March-Prothesen, die jeweils individuell angefertigt werden müssen. Dass sie das Schnarchen in vielen Fällen bekämpfen können, hat sich bereits gezeigt. Falls Sie Schnarchprobleme haben, die gesundheitlich bedenklich sein könnten, bekommen Sie bei der Deutschen Narkolepsie-Gesellschaft Auskunft, welche Fachärzte in Ihrer Nähe weiterhelfen, wo sich Schlaflabors befinden und an welchen Kliniken Operationen möglich sind. Adresse Klauberg 1 in 5650 Solingen 1. Das Buch Schnarchen, Ursachen, Diagnostik, Therapie von Wolfgang Pirsig aus dem Hippokrates Verlag liefert auch für medizinische Laien verständliche Informationen. Preis 39 Mark. Auch das Buch Schnarchen und Knirschen ohne Ende will Schnarchopfern helfen. Gibt's beim Autor Dr. Pekanow, Remigiusstraße 78 in 4060 Viersen 1 für 14,95 Mark plus Porto und Nachnahme. Das war's. Den geplanten Bericht Wer testet Ihre Umwelt werden wir voraussichtlich erst Ende Januar zeigen. Den nächsten Ratgeber Technik gibt's schon am 18. Dezember. Auf Wiedersehen. Videotext-Zusatzinformationen zum ARD-Ratgeber Technik finden Sie auf Tafel 392. Und am kommenden Sonntag serviert der ARD-Ratgeber Essen und Trinken ein Weihnachtsmenü mit Gans. Dem überraschend starken Aufsteiger aus Braunschweig gehen die Mannschaft. Marleen wurde immer mehr angegriffen, weil sie ja kein Soldatenlied war, sondern etwas Besonderes aussagte. Ich habe immer wieder diese Verbote übergangen, bis eines Tages von OKW 25, SC Dynamo Berlin, ASK Vorwärts. Pour rejoindre la station. Donc, Why did she go to... Trottel, ich dämlicher. Ja. Herr Göber, nochmal